Welcome to Miami, ihr Lieben. Ich möchte euch wieder mal begrüßen hier in Florida, und zwar diesmal mit einer Geschichte, die ja einen kleinen Lerneffekt haben dürfte, denke ich. Denn ich werde immer wieder gefragt, ich lebe jetzt ja seit einiger Zeit hier, was sind denn so die Unterschiede eigentlich oder die Besonderheiten im amerikanischen Straßenverkehr? Und dazu möchte ich euch ganz gerne in diesem Video quasi meine persönliche Top 10 erzählen. Denn einige von euch werden sicherlich auch mal hier in Urlaub fahren oder sowas oder grundsätzlich in den USA mal Urlaub machen, nicht unbedingt nur in Florida vielleicht. Und deshalb halte ich es für relevant, dass man da das eine oder andere auch weiß, wenn man hier hinkommt, wie man sich zu verhalten hat. Grundsätzlich muss man erstmal wissen, bestimmte Verkehrsgesetze unterscheiden sich in manchen Punkten von Bundesstaat zu Bundesstaat. Nichtsdestotrotz gibt es ganz viele Regelungen, die dann doch wirklich in den meisten Bundesstaaten auf jeden Fall gelten. Fangen wir doch einfach mal an. Punkt 1. Hält irgendwo ein Schulbus vor euch und der macht die Warnblinker an, dann bedeutet das für euch, ihr müsst stehen bleiben. Stehen bleiben, ganz genau. Nicht vorbeifahren, auch nicht langsam vorbeifahren oder dergleichen. Also hinter dem Bus stehen bleiben, bis der Bus wieder anfährt. Das gilt in diesem Fall in den USA sogar auch für den Gegenverkehr. Denn habt ihr eine zweispurige Straße zum Beispiel und es gibt keinen Trennstreifen in der Mitte, dann muss auch der Gegenverkehr anhalten, bis der Schulbus wieder seine Warnblinker ausgemacht hat und angefahren ist. Punkt 2 in meiner Top 10. Rechts abbiegen. Stellt euch vor, ihr fahrt an eine rote Ampel ran. Ihr seid auf der rechten Spur, ihr wollt rechts abbiegen an dieser roten Ampel. In Deutschland oder auch in vielen anderen Ländern müsste man jetzt warten, bis die Ampel wieder auf grün springt. In den USA ist es nicht so. Denn ich darf mich auch bei einer roten Ampel, wenn ich rechts abbiegen will, nahe rantasten, vorsichtig an den Sichtbereich und darf dann, wenn die Straße frei ist, nach rechts abbiegen. Es sei denn, und da gibt es dann auch Ausnahmen, es steht ein Schild, auf dem steht No Turn on Red. Wenn dieses Schild nicht vorhanden ist, heißt das für euch, Blinker setzen nach rechts, langsam rantasten an die Haltelinie und dann einfach nach rechts abbiegen, wenn es der Verkehr zulässt. Punkt 3. HOV oder Express Lanes. Die gibt es in ganz vielen Bundesstaaten und es gibt da dann meistens links auf der Interstate eine separate Spur oder auch zwei separate Spuren, auf denen steht dann oben auf einem Schild HOV oder Express Lane eben. Das bedeutet, je nach Schild, je nach Auslegung der Straße, dass man vielleicht mit 2 oder mehr Leuten diese Spur befahren darf, mit 3 oder mehr Leuten oder aber was auch sein kann, zum Beispiel wie es hier in Florida ist, es gibt den SunPass. Dieser SunPass kostet Geld, man muss sich einmalig registrieren, kauft ein kleines Gerät, das kommt an die Windschutzscheibe und bei jedem Nutzen dieser Express Lanes ist es so, dass dir Geld von deiner Kreditkarte abgebucht wird. Das variiert je nach Stoßzeiten auf der Straße, also es können mal 50 Cent sein für ein gewisses Stück, es können aber auch mal 4,75 Dollar sein. Das Schild, was man oberhalb dieser HOV oder Express Lanes auch noch sieht, ist Toll by Plate. Das bedeutet dann, ihr müsst euch in dem Fall nicht registrieren, aber es ist so, dass euer Kennzeichen fotografiert wird. Und dann wird ausgelesen, das Kennzeichen, und ihr könnt online bezahlen, ja, die Gebühren, die dann anfallen letztlich. Wenn ihr einen Mietwagen habt, dann müsst ihr euch vorher schlau machen. Kann es sein, und das haben sehr, sehr viele Mietwagenanbieter, Mietwagenfirmen, dass man eine Pauschale pro Tag bezahlt, zusätzlich zu den Standardgebühren, die dann halt eben für die Nutzung der Express Lane anfallen. Das können, bei Avis sind es glaube ich momentan 3,95 Dollar oder sowas um den Dreh, also es variiert je nach Anbieter, aber es summiert sich dann natürlich auch, je nachdem wie lange man auf diesen Express Lanes unterwegs ist und wie oft dann halt auch innerhalb seines Urlaubs. Jetzt möchte ich zu einer Sache kommen, die ist für mich heute noch ungewöhnlich, obwohl ich schon eine gewisse Zeit hier lebe, und zwar rechts zu überholen. Ich bin auf einer Interstate unterwegs, die hat 6 Spuren von mir aus, pro Seite allerdings, also schon ordentlich dimensioniert. Stellen wir uns vor, ich bin auf der linken Spur unterwegs, vor mir schleicht jemand. Dann kann ich Folgendes machen, ich setze einfach den Blinker rechts und fahre auf die Spur daneben und überhole den rechts oder noch weiter rechts, wann auch immer und wo auch immer ich will. Ich darf rechts überholen. Also es gibt kein Rechtsfahrgebot sozusagen, kein offizielles für langsamere Fahrzeuge. Es sei denn, in ganz seltenen Fällen steht es mal über einer Interstate drüber, hier und da auf einem Schild, dass es dann wirklich heißt, okay, slower traffic, keep right. Aber im Regelfall ist es so, rechts überholen, gar kein Problem. Weiter geht's in meiner Top 10 mit Bahnübergängen. Wenn ihr einen Bus vor euch habt oder einen LKW mit Gefahrgut, dann müsst ihr aufpassen, denn Busse und LKWs mit Gefahrgut müssen vor jedem Bahnübergang zum Stillstand kommen
müssen sich also quasi vergewissern, die Fahrer, dass links und rechts alles frei ist, bevor sie weiterfahren. Deswegen immer darauf vorbereitet sein, wenn ihr einen Bus oder einen LKW vor euch habt, die halten an. Hinzu kommt, nicht wundern, kommt ein Zug von links oder rechts angefahren und ihr seid irgendwo mitten in der Stadt an einem Bahnübergang. Dieser Bahnübergang ist geschlossen. Zugführer müssen innerhalb geschlossener Ortschaften an jedem Bahnübergang hupen. Und das ist sehr, sehr laut. Deswegen würde ich gucken, dass ihr, wenn ihr mal ein Hotel habt, dass das vielleicht nicht direkt an einer Bahnstrecke liegt, beziehungsweise an einem Bahnübergang. Damit wisst ihr dann jetzt die ersten 5 Punkte meiner Top 10 rund um die Besonderheiten des amerikanischen Straßenverkehrs. Weiter geht's mit Stoppschildern, denn es gibt Kreuzungen in den USA, da gibt es an jeder Ecke ein Stoppschild. Also quasi ein Four-Way-Stop. So wird es dann auch ausgeschildert unterhalb des ganz normalen Stoppschildzeichens, was ihr kennt. Denn das bedeutet, jeder kommt an quasi an seinem Haltepunkt und dann fährt der als erstes los, der auch als erstes an seinem Stoppschild gehalten hat. Sollte dem so sein, dass wirklich alle gleichzeitig ankommen, gut, dann muss man sich einigen. Ansonsten der als erstes ankommt, der darf auch weiterfahren als erstes. Weiter geht's mit dem Thema Lane Splitting. Wenn ihr nicht wisst, was ich damit meine, Motorradfahrer habt ihr sicherlich schon öfters gesehen, die schlängeln sich zwischen den Autos durch, wenn der Verkehr mal ein bisschen zähflüssiger ist. Also auf der eigentlichen gestrichelten Linie zwischen 2 Autos. Das ist im Fall von Florida verboten, aber in ganz vielen anderen Bundesstaaten erlaubt. Also achtet auch immer darauf, wenn ihr mal eine Spur wechselt innerhalb eines etwas zähflüssigen Verkehrs, dass ihr vielleicht nicht einen Motorradfahrer aufs Korn nehmt. Wo wir gerade bei Motorradfahrern sind, machen wir da auch gleich weiter, und zwar mit der Bikerkluft. Je nach Bundesstaat ist es nämlich so, dass die Biker keine Helme tragen müssen oder auch keine Schutzkleidung. Es gibt hier und da die Vorschrift, dass wenn jemand 18 Jahre oder 21 Jahre alt ist und jünger, dass er dann einen Helm tragen muss, dass das vorgeschrieben ist. Aber in ganz vielen Bundesstaaten ist es so, nein, muss man nicht. Man kann fahren, wie man will. Kurze Hose, T-Shirt, kein Helm, keine Handschuhe, nichts. Muss man wissen, ob man das für gut heißt, aber letztlich, naja gut, es ist die Entscheidung eines jeden selbst. Weiter geht's mit dem Thema Anschnallpflicht. Denn die Gurtpflicht gilt grundsätzlich nur für die vorderen Passagiere oder für Passagiere unter 18 Jahren. Ansonsten freie Entscheidung. Hinzu kommt, es gibt je nach Bundesstaat sogar die Möglichkeit, Passagiere auf der Ladefläche eines Pickups mitzunehmen. Ja, das geht. Selbst das ist dann je nach Bundesstaat nicht verboten. Außerdem müssen sich zum Beispiel auch Zeitungsausträger nicht anschnallen. Und damit bin ich dann auch bei Punkt 10 meiner Top 10. Handy am Steuer. In vielen Bundesstaaten ist es nicht verboten, sein Handy zum Telefonieren oder zum SMSen am Steuer zu nutzen. Ja, erstaunlich, aber dem ist so. In Florida zum Beispiel ist es aber so, dass man nicht SMSen darf, aber telefonieren. Also es unterscheidet sich je nach Bundesstaat. Da würde ich mich dann vorher schlau machen, wenn es euch in einen der Bundesstaaten, der vielen Bundesstaaten in den USA verschlägt. Gut, das war es soweit von mir, die Top 10 rund um die Besonderheiten im amerikanischen Straßenverkehr. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, hoffe ihr habt was gelernt und wenn euch das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch dafür, meinen Kanal abonnieren und weiterempfehlen. Und ich sage, wir sehen uns in ein paar Tagen wieder zu einem weiteren Video rund um einen Deutschen in Miami. Macht's gut, ciao, ciao.